Herzlich willkommen zum lebendigen Wort des lebendigen Gottes. Amen. Es sind jetzt wunderbare Wochen im Dezember, eigentlich im dunkelsten Monat des Jahres. Die Wochen, die wir Adventszeit nennen, die Wochen, in denen wir auf das Licht warten, auf das Licht der Welt warten. Eigentlich die schon gläubig geworden sind, müssen gar nicht drauf warten, weil für uns ist schon Jesus da. Er ist da, er lebt, er hat uns die Rettung geschenkt, er hat uns Erlösung geschenkt und wir gehen in seine Liebe, in seinem Licht. Aber für die es noch nicht getan haben, ist das vielleicht die Zeit des Wartens. Und vielleicht diesmal klappt es, dass sie in der Weihnachtszeit Jesus ins Herz einladen können. Ja. Vielleicht klappt das diesmal. Und vielleicht sind welche auch unter euren, in eurer Familie oder in eurer Verwandtschaft, welche die das noch nicht getan haben. Denkt an sie in der Weihnachtszeit, denkt in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit. Denkt an die es noch nicht getan haben und betet für sie und segnet sie, dass sie auch dazu kommen. Und weil Jesus das Licht der Welt ist, weil Gott das Licht der Welt ist, wollen wir einfach diese Wochen auch diesem Licht widmen. Genau. Also wir steigen einfach ein und wir danken unserem himmlischen Vater dafür, dass er uns frei macht, dieses Licht zu empfangen. Und dass er trotz der Dunkelheit, die um uns herum ist, weil wir in diesem System der Welt leben und Kälte in manchen Ländern, in manchen Gegenden, und vielleicht einfach dunkle Wolken und Regen und Trostlosigkeit und, oder Krankheit oder was auch immer. Gerade da braucht man das Licht. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du uns dieses Licht gibst. Und dass wir dein Licht einfach auf unserem Leben schon haben und das weiter verbreiten können. In Jesus' Namen. Halleluja. Amen. Da habe ich jetzt gerade daran denken müssen, wo du gesagt hast, Licht in dunkler Zeit. Ich habe gedacht, habe mich erinnern können an meine Kindheit. Wir haben da in der Küche, wir haben so eine große Küche gehabt und in der Küche, in einer großen Box, haben wir dann so kleine Küklein gehabt, ja, Hühnerküklein. Okay. Und damit die waren ganz, ganz mickrig klein, so kuschelig gelb. Aber damit die dann richtig sich entwickeln können und leben können und nicht frieren, es war ja nicht kalt, ja, in der Stube, aber hat man mein Vater hat dann so ein Licht gemacht, oben drüber und so mit einer Abdeckung. So eine und Lampe, das Licht gab nicht nur Licht, sondern Wärme. Ja? Also das ist in der dunklen, kalten Zeit, wir brauchen Licht. Ohne Licht wird man nicht leben können. Ja? Auch ohne Sonnenlicht würde man nicht leben können. Licht ist Quelle des Lebens. Ja? Oder? Und Wärme. Also ich kann mich noch erinnern, auch in Bayern, als wir gelebt haben, da waren wir ganz nahe an den Bauernhöfen mit den Kühen. Und wenn die Kälber geboren worden sind, man hat sie auch abgerieben und an so ein Wärmelicht gelegt. Ja. Das ist auch Licht. Ja. Das ist, weil Licht ist einfach Wärme, Geborgenheit. Ja. Das ist ein Zuhause, wo es gar kein Licht gibt, nicht mal eine Kerze. Das ist kein Zuhause. Das ist nicht da, wo jemand auf mich wartet. Ja. Wenn ich kein Licht anzünde, warte ich auf keinen. Ja. Und auch im Herzen dieses Licht, vor allem im Herzen. Ja. Man spürt dann dieses Licht im Herzen. Ja, das ist wichtig, dass wir das im Herzen spüren, weil nicht nur in unserem Fleisch. Gehen wir in das Wort. Das Wort ist Licht. Genau. Ja? Deswegen sagt man, können wir uns am Wort auch erfreuen. Nicht nur erfreuen, erwärmen. Ja? Und das hält, klärt auf, macht eine Klarheit. Diese Nube, denke ich, Nube, das ist im Spanischen wie so eine Wolke über einen, der einen drückt und hängt. Das schwindet dahin, ist nicht mehr da. Das vollzieht, habe ich gedacht, dieses Licht, was man aus dem Wort bekommt, das vollzieht so das ist so ein Prozess der Heiligung sozusagen. Ja, Klärung. Und was ist Heiligung? Das ist da, wo ich ganz werde, heil, das ist auch heilig werde, da wo ich heilig werde. Und wann werde ich heilig? Wenn ich Ja sage. Weil im Hebräischen heißt heilig
Yesa. Ja. Ja? Aber Ja. und wenn ich sein Licht bekomme, Und wenn so ich hier- sein Licht bekomme, Ja, genau. Das Und, macht mich- genau. Und wenn ich zu jemandem Ja sage, bittet mich jemand um Hilfe und ich sage zu ihm Ja, dann widme ich mich diesem zu. Er bekommt die Wärme meines Herzens mit, dass ich für ihn bin. Ja. Das ist auch eine Zuwendung, auch Wärme. Okay? Ja, und das Aber wir brauchen gehen wir jetzt in alle. das Wort. Könnt ihr weiter selber nachsehen und Parallelen ziehen. Das ist alles sehr interessant und wunderbar. Aber wir sind jetzt im ersten... wir haben das schon gelesen, aber das tun wir nochmal wiederholen einfach, Ja. weil das so wichtig ist. Iterativ, also immer wieder aufs Neue und nachsinnend. Also 1. Johannesbrief, Kapitel 1 und Vers 5 ist das. Und dies ist die Botschaft, die wir von von Jesus eben gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Von Dunkelheit ist in ihm keine Spur. Halleluja. Das ist die frohe Botschaft. Dieser Vers ist einfach so wunderbar. Ja. Das ist einfach so wunderbar. Man könnte es immer wieder Ja. sich auf der Zunge zergehen Richtig lassen. meditativ durch den Tag gehen. Von Ja? Dunkelheit gibt es in Gott einfach gar keine Ja. Spur. Nicht mal eine Spur heißt Ja, das. ja. Und das ist die frohe Botschaft, Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die ich gehört habe, vernommen habe und nun jetzt zum anderen rede. Das heißt, ich hebe meinen Kopf auf von dieser Bedrückung, der schwere Last der Wolken, die auf mir lasten, sondern werfe ich das weg und hebe mein Angesicht, ja, Anna, Blepo heißt das, und das heißt, und beginne zu verkündigen, Ananhelio. Das heißt, ich hebe meinen Kopf auf und verkündige dir jetzt frohe Botschaft. Gott ist Licht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wo steht nochmal, dass Gott Licht ist? Oder warum meinen wir, dass Gott Licht ist? Das erste Wort sozusagen, Ja. das erste Wort, was er gesagt hat, war, es werde Licht. Genau. Und wenn wir jetzt einfach zum ersten Buch Mose, ganz am Anfang die Erschaffung der Welt nochmal von Anfang an kurz anlesen, da heißt es, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber hatte aber noch keine Form und kein Leben. Dunkel lagerte Bei mir steht wüst und leer. Und wenn in mir selber wüst und leer ist oder ich in dieser Gegend mich auf einmal auffinde, wüst und leer, in der Wüste, okay, in der Wüste. Ja, dann heißt das, das ist meine Situation. Die Erde aber hatte noch keine Form und kein Leben. Genau. Solange ich in mir kein Leben spüre, bin ich da. An diesem Solange ich mich selber noch nicht geformt in habe. dieser Ursuppe. Ja, genau. Dunkel lagerte über die Urflut. Aber, steht bei mir, aber der Geist Gottes schwebte über den Wassern. War schon da. Er war schon Geist da. ist da. Ja, Jetzt muss man den nur anzünden. genau. Geist Gottes ist da. Er hat ihn schon ausgegossen. Ja. Er hat ihn schon ausgegossen. Deswegen ist Geist Gottes da. Wir müssen das empfangen wollen. Genau. Wir müssen das erkennen und empfangen wollen. Und dann haben wir es. Und so genau war es da. Der Geist Gottes war da. Und dann sprach Gott. Und was sprach er? Es werde Licht. Jawohl. Und es wurde. Und es wurde Licht. Oh Wunder. Da Und war Gott sah Licht. Und Gott, das schöne das Licht, ja. dass es gut war. Bei mir steht, und Gott sah das schöne Licht und schied das Licht von der Wollte Dunkelheit. ich gerade sagen. Und schied, das heißt, es gibt keine Gemeinschaft zwischen Licht und Dunkelheit. Kann keine Gemeinschaft zwischen Licht und Dunkelheit geben. Das sind absolute konträre Polaritäten. Ja? Und das ist interessant. Als er dieses Licht von der Dunkelheit getrennt hat, dann hat er anscheinend gesehen, dass es einfach, die Dunkelheit ist zu dunkel. Und deswegen hat er die Sterne und den Mond geschaffen. Deswegen hat er auch in dieser Dunkelheit auch Lichtquelle in der gibt's. Dunkelheit Ja. hat er uns auch Lichter gegeben. Und das steht ganz schön im Jakobus nochmal. Warte, ich wollte zu dieser Scheidung, okay. ja, da hat geschieden zwischen Licht und Dunkel. Und wenn wir dann nochmal wiederholt, einfach im 1. Johannes Kapitel 1, wir haben Vers 5 gelesen, und jetzt, wenn wir Vers 6 nochmal lesen, dann ist dieses gerade nochmal bekräftigt. Wenn wir nun sagen, wir hätten Gemeinschaft mit ihm, also mit Gott, und leben doch im Dunkeln, so lügen wir
und tun nicht die Wahrheit. Ja, es kann gar keine Gemeinschaft geben. Wenn wir ein Teil, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft, dass das ein Teil von ihm sind. Ja, ich habe Koinonie, ein Teil von ihm. Ich bin sein Teilhaber, also ich habe einen Teil von ihm, ich bin sein Teil. Ich bin ein Stück von seinem Licht. Ein Teil von mir ist immer ein Teil von mir, ob das Hand oder Kopf oder Fuß ist. Genauso bin ich ein Teil von ihm. Und wenn er Licht ist, dann bin ich als ein Teil von ihm auch Licht, zwingend. Aber wenn ich dann in der Dunkelheit wandle, das heißt, ich habe das nicht verstanden, dass Licht mit Dunkelheit nichts zu tun hat. Ich schaue immer noch nach unten, ja, in den Reich des Kakos. Ja. Und das heißt, hallo, wache auf, du bist ein Licht, du bist das Licht, du bist das Licht. Jetzt bist du das Licht. Ja. Ja. Wo wolltest du hin? Ich wollte nochmal bekräftigen, dass Gott das Licht ist, indem wir jetzt in Jakobus nochmal lesen. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17. Okay. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung oder Wechsel gibt. Wechsel steht bei mir von Licht und Dunkelheit. Genau. Gibt es keine Veränderung, gar kein Wechsel. Dass er heute Licht ist und morgen Dunkelheit, nein, ist nicht. Und hier wird er genannt nochmal Vater der Lichter. Er hat sie geschaffen. Er hat uns geschaffen, er ist genauso unser Vater. Genau. Und er ist Vater der Lichter. Ja. Alles was wir leuchten sehen. Ja. Und ich denke, wir müssen, unser Ziel muss nicht sein, nur wie Buddha praktisch erleuchtet zu werden. Ja, ist schön und gut, aber solange ich selber nicht verstehe, dass ich ein Licht bin, dann ist von Erleuchtung gar keine Spur. Wenn ich mich selber nicht als Licht sehe, ja. Wenn ich mich selber nicht ans Licht sehe, dann heißt es, ich brauche immer eine Lichtquelle. Ja. Ist eigentlich schön und gut, dass ich eine Lichtquelle brauche. Auch eine Lampe muss an die Elektrizität, ans Werk, an die Quelle angeschlossen werden, damit sie leuchten kann. Und genauso muss ich muss irgendwo auftanken, mein Licht auftanken können. Und wo kann ich am besten das Licht tanken, wenn nicht an der Quelle des Lichts, nicht an dem Vater der Lichter. Genau, und die Quelle des Lichts ist das Wort. Lesen wir im Johannes 1, geht mal zum Johannesevangelium, wir springen heute ein bisschen, aber das ist gerade lustig. Ja, so wie die Lichter können springen, wie die Kinder mit dem Laserpointer so spielen können. Und wenn unser Hund, wenn die sieht, wie man Laserpointer so, dann springt immer nach dem Laserpointer. Und so springen wir jetzt in den Lichtern des Wortes. Johannes 1, im Kapitel 1, Vers gleich 1 steht, am Anfang war das Wort. Und wir kennen diese Passage. Und im Kapitel 5, im Vers 5, Kapitel 1 lesen wir, in ihm, in dem Wort, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Genau, das ist es. Und das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht, Finsternis ist meine Tristigkeit, meine Zweifel, ja, Sinnlosigkeit oder was auch immer, wo ich denke, das Leben hat keinen Sinn mehr oder wie auch immer. Dieses ist gemeint mit der Finsternis. Das Licht scheint da rein. Und wo Licht ist, da ist keine Finsternis und vertreibt die Finsternis. Aber die Finsternis hat das nicht erfasst, steht das drin. Bei mir steht, die Dunkelheit hat es nicht überwunden. Ja. Das ist noch ein anderer Konzept, ja, anderer Kontext. Das heißt, die Dunkelheit ist gar nicht fähig, das Licht zu überwinden. Es scheint trotzdem in die Finsternis und vertreibt die Finsternis. Ja. Und in meinem Kontext, in meiner Übersetzung heißt das, die Finsternis hat das nicht erfasst, hat gar nicht hingeschaut. Wir haben uns weiterhin noch tiefer gebeugt, geduckt und haben das Licht, was schon leuchtet, diesen Stern nicht mal erfasst, dass es schon da ist. Wir sehen es nicht. Das ist interessant, wie oft das Licht dann hier dann noch weiterkommt. Das habe ich gar nicht so gesehen. Ja. Nachher, wenn wir lesen, immer noch der Johannes 1, Vers 6. Es war ein Mann gesandt von Gott. Sein Name war Johannes.
Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für dieses Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Selbst war er nicht das Licht, sondern er sollte nur für dieses Licht Zeugnis ablegen. Und er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet und kam in die Welt. Ja, wunderbar, ja. Und das ist vom Jesus der Rede. Ja, und zuvor war das Wort direkt mit dem Jesus verknüpft. Ja. Man kann das gar nicht wegdenken. Wort, Jesus, Liebe, Freiheit, Leben, Licht. Das Gott. Ist alles eins. Gott, Vater, Vater, der Jesus. Zu dir spricht, du bist mein geliebtes Kind. Du bist nur ein Teil von mir. Ein Teilhaber, Koinonia. Das heißt, du bist ein Teil des Lichts. Erkenne dieses. Und ich wollte euch noch ermuntern und uns selber nochmal ermuntern. Jetzt gehen wir noch weiter zurück in Jesaja, mitten in der Bibel, mitten im Alten Testament. Kann man noch viele andere, werden noch parallel ein paar dann später sehen. Aber Jesaja 60, hast du das? Ja. Jesaja 60, Vers 1. Auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgestrahlt. Wunderbar. Bei mir steht sogar noch klarere Aufforderung. Stehe auf. Nicht nur auf, sondern stehe auf. Stehe auf, werde Licht. Was heißt das? Wenn einer zu mir sagt, stehe auf, das heißt das, dass ich vorher nicht gestanden bin. Dann bin ich halt irgendwo rumgelegen oder rumgesessen. Passiv. Ja. Wenn man sagt, ja, ich habe passive Lebensweise geführt. Passiv. Ich habe so einfach mich mitziehen lassen. Ja, mitschwimmen. Ja, mitmachen. So. Passiv. Und nun kommt die Aufforderung, stehe auf. Das heißt, hallo, wache auf. Ja. Stehe auf. Werde Licht. Warum denn? Und das ist die Erklärung gleich darin. Denn dein Licht ist schon gekommen. Dein Licht ist schon da. Jetzt bist du dran. Nimm doch auf, dann bist du selber das Licht. Ja. Und da steht, und noch mehr. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Seine Herrlichkeit ist schon aufgegangen über mir. Ja. Ja? Jetzt muss ich mir vorstellen, über mir ist seine Herrlichkeit wie ein Regenbogen, was über Thron Gottes thront. Wie ein Regenbogen, seine Herrlichkeit über mir. Und deswegen, wenn wir jetzt ein Vers zuvor nochmal, vielleicht mal schauen, ein Vers zuvor, das ist Jesaja 59, Vers 21, dann können wir verstehen, warum dieses mir gilt. Dies ist der Ausspruch des Herrn. Also nochmal, Jesaja 59, Vers 21. Dies ist der Ausspruch des Herrn. So soll mein Bund mit ihnen sein. Also er will einen Bund mit uns knüpfen. Er, Vater der Lichter, der selbst das Licht ist. Das Licht, ein Teil von ihm auf die Erde gesandt hat, was das Licht ist. Das wahre Licht, das die Wahrheit bringt. Erleuchtung. Was wir auch leuchten können, weil wir nun seine Teilhaber auch sind. Ja. So, und er sagt, jetzt hör hin, stehe auf, werde Licht, denn meine Herrlichkeit ist über dir bereits und das ist mein Bund mit dir. Und wodurch können wir das alles empfangen und erkennen? So. Es heißt, mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht aus deinem Munde weichen. Sollen nicht aus deinem Munde weichen, noch aus dem Munde deiner Kinder oder aus dem Munde deiner Kindeskinder, von nun an bis in die Ewigkeit. Halleluja. Ja, ich lese nochmal, also sein Bund, er sagt, das ist mein Ausspruch, Gesetz, oberster Gesetz, ja, oberster Gesetzgeber, Konstitution des Königreiches der Himmel. Und das ist der Pakt. Das ist der Pakt. Heißt es Pacto. Ja. Pacto. Ja. Der neue Pakt. Neuer Bund, das heißt kann man nicht mehr zerreißen. Ja, warum kann ich das nicht lösen? Ja, ich kann mich doch wegdrehen. Ja, natürlich kann ich mich vom Licht wegdrehen, dann schaue ich in die Dunkelheit. Aber Pakt ist nicht zwischen mir und ihm geschlossen. Er hat Pakt mit Abraham, durch Jesus hat er Pakt mit mir quasi geschlossen. Ich kann diesen nicht aufreißen. Ich kann mich wegdrehen, den nicht wahrhaben wollen. Doch von seiner Seite kann ich diesen Pakt nicht lösen. Er löst sein Pakt gilt dir immer.
immer, immer, immer. Er fordert dich nur noch mal auf. Jetzt nun stehe doch mal auf. Hebe deinen Kopf, hebe dein Angesicht. Du bist mein geliebtes Kind. Schau du mir in die Augen. Du wirst das Licht sehen. Und das Licht setzt dich frei und vertreibt die Finsternis aus deinem Leben. Und du wirst spüren, nicht nur sehen, du wirst nicht nur wissen, sondern du wirst fühlen und du wirst sehen, dass meine Herrlichkeit ist über dir. Und dann kommt der Vers 2 noch. Moment, ich wollte gleich noch, da steht es, im Bund, dass mein Geist auf dir ruht, steht das drin, im Vers 21, Jesaja 59. Das heißt, der Heilige Geist, sein Geist, der alles durchdringt, vom allmächtigen Gott, vom Todopoderoso, vom König der Könige, ja, ruht auf dir, ruht. Das heißt, das ist da. Ja, das ist einfach da. Das auch dieses Ruhen, das heißt, Ruhe liegt er auf dir. Was wir in 1. Mose gelesen haben, gleich erster Vers der Bibel, der schwebte so, ja, ruht er noch nicht. Das jetzt ruht, ist da. Egal, ob ich was tue oder nicht tue, ob ich das haben will oder nicht haben will, er ist da. Er ruht. Entweder kann ich nutzen, er kann da einsteigen, oder in dieser Ruhe, haben wir auch schon mal geredet, kann ich nutzen. Und wenn er auf mir ruht, dann kann ich verstehen, was hier auch drin steht, dass seine Herrlichkeit, wo sehe ich das, dem Wort in den Mund gelegt, ruht auf mir. Und dazu, das ist quasi so Passives, was mir gegeben ist, was da ist, ohne meinen Einfluss dazu. Und noch mehr, jetzt hat ein aktives Instrument dir gegeben, damit du vorangehen kannst. Und er hat gesagt, ich lege jetzt in deinen Mund, und das ist mein Bund mit dir. Mein Geist ruht schon auf dir. Doch ich will, dass du aktiver Kämpfer bist, dass du aktiv vorangehen kannst. Und somit lege ich das, mein Wort, hat er gesagt, Logos, das Wort der Kraft, ja, das wirkmächtige Geschehen, womit du agieren kannst, womit du dein Leben und das Leben deiner Kinder kreieren kannst, lege ich in deinen Mund. Steht drin. Und das ist mein Bund. Lese ich nochmal. Und dies ist mein Bund mit dir, spricht er hier. Mein Geist, der auf dir ruht. Und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe. Er hat schon seine Worte dir in den Mund gelegt, weil du reden kannst. Und rede aber bloß sein Wort, nicht das Wort des Gegners. Und diese Worte verspricht er, das ist seine Verheißung, werden nicht aus deinem Mund weichen, nicht aus dem Mund deiner Kinder. Halleluja, kann ich nur sagen. Und auch die Kindeskinder. Das heißt, bis ins dritte Glied. Ich und die meinen und die Nachkommen der meinen sind schon gesegnet. Und dadurch, dass ich weiß, dass seine Worte aus deren Mund nicht weichen werden, das heißt, für die gibt es gar keinen Fluch, gar keine Verfluchung, gibt es nicht. Die sind unter seiner mächtigen Hand. Halleluja. Deswegen kann ich den Segen sprechen. Und ja. da zum Abschluss lesen wir noch diese Verse von Kapitel 60, Vers 2 und 3. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das ist die Beschreibung, die auch zu dieser Zeit einfach passt. Zu meiner Situation, zu deiner Situation. Es ist Dunkelheit. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht er hier auf, wie eine Sonne. Und seine Herrlichkeit wird sichtbar über dir. Halleluja. Völker wandern dahin zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Ja. Das heißt, wenn wir Licht werden, wenn wir aufstehen, so wie es heißt, auf werde Licht, wenn wir aufstehen und Licht werden, da werden wir das nicht übersehen können. Ja. Weil die Sonne geht über uns auf, heißt das. Das Licht geht über uns auf wie die Sonne. Und so heißt es, Völker wandern dahin. Warum? Weil die Leute ziehen sich dahin, weil die spüren, jetzt hast du und du strahlst, du bringst was mit. Die Leute sagen, der hat ein tolles Charisma. Ja, Halleluja, Charisma. Charisma heißt Grace, heißt Gnade. Du bist der Begnadete, weil du das Licht in dir hast. Deswegen spüren das die Leute, dass du Charisma hast. Und deswegen kommen die
kommen die aus allen Enden der Welt, kommen die, um sich mit diesem Licht zu fühlen. Teil von dir zu haben. Dahin, wo es Kinder Gottes gibt, die leuchten. Ja. Diese Aufforderung, auf, werde Licht, einfach gefolgt sind. Fühle dich mit Und Licht. das wünschen wir euch, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Vorweihnachtszeit. Wir wünschen euch, dass ihr diese Aufforderung, auf, werde Licht, für euch einfach persönlich nehmt. Ja. Und dass jeder, der das zuhört, einfach zu einem Licht in seiner dunklen Umgebung wird. Ja. Halleluja. In Jesus' Namen. Amen. Amen.